Hallo und willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Baldur's Gate 3 mit unserem Baden Tim Harden. Ja, wir haben jetzt doch endlich noch nach langer Suche das Haus von Lady Janice Estate halt gefunden, wo dieser Oskar Fevras ist, der offensichtlich sich an sie rangemacht hat, aber nur wegen ihres Geldes. Aber wir sind noch nicht sicher, ob wirklich er so denkt oder weil da stand, er wäre obsessed, also besessen von irgendeinem Geist, oder ob das der besessene Geist ist, der ihn dazu bringt. Vermutlich mal. Wäre ja sonst blöd, dass wir ihn damals befreit haben. Aber wir werden das jetzt hier erforschen. Wir hatten uns gekämpft durch das ganze Haus, durch, ich glaube, 3 oder 4 Stockwerke und haben ungefähr 2 Dutzend Poltergeister auf allen möglichen Stockwerken besiegen müssen. Das war sehr anstrengend, hat eine Stunde gedauert. Und jetzt werden wir erstmal schauen, was wir hier finden. Also die Überreste von diesen Poltergeistern sind, glaube ich, in der Regel nichts. Wir können aber auch tatsächlich mal spaßeshalber noch sowas machen. Ich glaube, das hat gar keinen Sinn, die anzugucken. Die haben alle nichts Gescheites dabei. Bunch of Horseradish, bla bla bla. Ich bin jetzt auch mal so lieb und klau hier nichts. Poltergeist. Okay. Wäre hier noch irgendwas? Kann natürlich passieren, dass ich jetzt noch irgendwelche Poltergeister finde. Dann kommt es halt wieder zum Kampf. Doch mal Pech gehabt. Geht es anscheinend auch noch hoch. Ach ja, ich glaube, das ist hier, wo wir reingekommen sind. Kann das sein? Genau. Tormented Soul. Orders for Stuff. Aber lesen wird ja noch dürfen. Stuffing duties. If the below is unclear, bring your concerns to Mr. Mercer. Nemonis. Forbeston serving, Bailey shine the silverware and be careful about it. Cyrilla wash the linens. Julie speak with Chef Marjoram. Fabs greeting guests. Art show schedule. The plans for a forthcoming art show at House Janeth. Strange tides, self-portraits from the Sword Coast. Excellent suggestions, Mnemonis. Please see my notes below for the preparations, Lady Janeth. Invitees, Mrs. Reth Lineker, Lady Harriet Oberon, Sir Yarick Session Star, +3. He insists on bringing the triplets with him. Remind him we offer no nursemaid to attend them. Winwell, their peace reflections on Umberly will be on display. Ensure they are made aware of this. Mrs. Polton Carrick still hasn't delivered the still life I purchased. Remind him of this, gently. Nourishments, 3 casks wine, the best you can find. My winter in Mannerborn should have something. Wild mushroom soup, steak medaillons with asparagus, golden pear pie. Okay, brilliant. Wann auch immer das stattfinden soll. Übrigens, wir haben hier auch noch eine opulente Chest gehabt. Da werde ich doch zumindest mal reingucken, ehrlich gesagt. Ich finde, für meine Mühen kann man das schon mal verlangen. Okay. Vengeful Soul. So, da hatte ich schon mal nachgeguckt. Aber wie gesagt, die Poltergeister haben alle nichts. Ich werde jetzt erstmal hier mit Lady Janeth reden und so. Let's have a look. So, dann reden wir mal mit Now, ihr. not that I'm ungrateful for your help, but... Wait. Your face is familiar to me. Yes, I've seen it before in Oscar's sketches. You're the one who saved him from the Zentarim. So ist es. And you must be his patron. I used to be. Now I'm his wife. We married not a 10-day ago.
Things have changed rather a lot since then. Had I known this would happen, Oh, who am I kidding? I'd still have married him. Ja, die scheint ja wirklich total in ihn verliebt zu sein. You must love him deeply. Yes, I suppose I love him entirely. You should have seen him on our wedding day. So vibrant, so alive. He couldn't have been happier. Not long after the wedding, he lost his appetite, fell into dark moods. He started to avoid my company entirely. Artistic temperament, I thought. But it worsened. He became violent. Called me some rather imaginative names. I hesitate to say it. Something unnatural has taken hold of him. Oskar has been possessed. Genau. Ja, das ist ja hier so eine Geistergeschichte. Es waren hier jetzt auch genügend Geister und Poltergeister unterwegs. Der scheint tatsächlich obsessed zu sein und es hat irgendwas mit diesen Bildern zu tun oben. Ja. Ja. Yes, that much is obvious. The last time I left this room, the walls started bleeding, and a portrait of my mother tried to bite me. Flying furniture and screaming portraits I could deal with. But to see my husband reduced to such a state... I can't come within arm's reach without him trying to strangle me. And he calls me such vile things. It hates everyone, but it loathes me. It's not him. I know he would never hurt me, and I promised I would let no harm come to him. As you can see, I've already failed. It's obvious he needs more help than I can give. Please, you saved him once. You must find a way to cure him. Ja, also ich würde ja mit Remove Curse arbeiten, aber vielleicht ist es auch was Schlimmeres und es funktioniert und dann ist er gleich wieder gecursed durch diese Bilder oder so. Where should I start? Oscar's behavior began to change shortly after the wedding. He became withdrawn, working obsessively up in his atelier. I tried to take him some food, but I couldn't cross the threshold. It was as though the house itself didn't want me up there. Whatever this thing is, it doesn't want anyone going up there. I swear it's in the walls, watching. Oh, jetzt sind wir also auch noch ein Geisterjäger. Schön. Okay. Na, dann gehen wir mal hoch, denke ich, ne? Hier ist nichts mehr, nehme ich an, ne? Masters of the Painted Arts. A catalogue of great painters, historical and contemporary. The spine is bent in a particular spot, and the book opens in the following page. Oskar Fevras. Fevras may be best known for the caliber of his clientele, but should really be commended for his attention to detail. Each portrait illustrating the oft elusive Bildurian patriarchs is rendered with exquisite accuracy. The most minute of detail, from the curl of his smirk to the eyes-knowing glints, are present in his work. Though he has garnered the reputation of a flighty dilettante, he is a young master worthy of watching, to be sure. So. Ne, hier geht's runter. Wir wollen ja rauf. Und hier ging's rauf, glaube ich. Was haben wir hier? Schönes Copperplate. Schwarze Kerzen.
Nee, ich glaub mal. Wie gesagt, ich klau jetzt mal nix. Nicht mal ein Scimitar plus ein. Secret of Talis. Scroll of the Invisibility. Ja. Comes in handy, kann man sagen. Secrets of Talis. The best way to begin to interpret your Talis deck, also Talis ist glaube ich sowas wie Tarot, is by getting to know it as you would be would a person, one exceptionally long-lived and wise. The more time you spend in close observation of your deck, the more its arcana will filter in and out of you like air. It is not for the deck to reveal itself for you. It is for you to reveal to yourself through the powerful symbols and ancient wisdom portrayed in these 78 cards. Extrem passend von der Stimmung her. Ich gucke jetzt doch mal in so eine Kiste rein. Na komm, ich finde, man kann schon auch mal ein bisschen was mitnehmen. Na, also Tarotkarten und hier ist es irgendwie so ein Haunted House, das ist schon nett. So, das ist jetzt hier das Ding. Perception. Ah, Geheimtür. Portrait of a Tiefling. Moment, hier ist noch ein Buch. In the Mode of Masters. This was followed by the Astral Period, whose founding members railed against the perfection and studied nature of the classical period with unbridled colors, porous borders between segments, and unconventional materials like blood on stone, hair sewn into paper, and chalk on humanoid skin. The first discernible piece of astral art was created by Wilhelmina Oates, who, it was said, returned to the material plane after a lifetime spent on the astral plane, only to find that no time at all has passed. She leveraged her lifetime of wisdom to spearhead this new mode of art, which, though rejected at first by critics, soon heralded a new era of creation across the realm. Gut. The Vandenpoor Brothers. Das ist... Ach doch. Das kann man nehmen, aber bei denen kann man tatsächlich gucken. Ne? Oskar Fevras, Ernest Tillerturn, The Vandenpoor Brothers. Die here. You want to. Aha. Nasty interference. Rotten to the core. Okay, die Bilder sprechen sozusagen. Smear your flesh on this canvas. Archibald Ravenshade. Goblin. Get out! Und Oskar Fevras ist komischerweise rot. He's mine! Okay. Also das ist der Geist irgendeiner Frau, die ihn offensichtlich besessen hat. Ne? Und die ist scharf auf ihn. Leave him, he's mine. Sybil Harlinghollin. Aren't I beautiful? Und das ist offensichtlich sie, Sybil Harlinghollin. Unhand me. I was watching every single step. Painting of Lady Janet. Piggy bank bitch! Burn her! Roast her! Genau. Das heißt, sie, Sybil Harlinghollin, sorry, die hat ihn besessen, sie will ihn unbedingt haben und sie hasst diese Frau. Doppel 20. Okay. Gibt es hier noch irgendwelche anderen Hinweise? Ach nee, den hatte ich schon. I was watching every single step.
Blank Canvas. Gut, dann gehen wir mal rein. Oh, hier ist noch ein hier ist noch eins. Made with Duster. Burns. It burns. You will burn too. Okay. It revealed that the torch of revocation can be used to destroy the cursed portrait. But which is the cursed portrait? Seins? Naja gut, ich habe ja eine, also. Wir können das auch gerne mal so machen. Hallo? Equip Tim Harding, genau. Das muss Tim haben. Es hat nicht gereicht, dass Karlach es hat. We got our hands on the torch. We should use it to destroy the cursed portrait in the Janet estate. Und ist es das Portrait? Painting of a Smiling Maiden. Oskar. Oh, ich wollte es eigentlich erst angucken. Where is he? Where is he? Ich wollte eigentlich erst mal nur angucken, aber ich hatte ja jetzt schon diese Torch in der Hand, in der Tat. Oh, sorry, so viele Torches wollte ich jetzt gar nicht haben. So, und ich hatte eigentlich, war das meins? Knife of the Undermountain? Ich denke fast schon, ne? Ich glaube, das war es, was ich in der Hand hatte im Wesentlichen. Und hier hatte ich noch was anderes, den Stillmaker oder so. So. Ja, ich habe jetzt offensichtlich eine successfully destroyed the cursed portrait, forcing the spirit out. She went looking for Oskar. We should follow her. In der Tat steht zu befürchten, dass die jetzt da unten noch mehr Mist anrichtet. I need to find a way forward. Received condition harrowed. Echo of a lost love. Who are you? Get out! Get out! Please, Carrie, my darling, listen to me. You brought me here. You did this. Do not interfere. He's coming home with me. Calm yourself, Shade. We can resolve this peacefully. Another one who wants to control me. He called me here. Trapped me. Pathetic little childish boy. I only wished to explain myself, to make you see how... No! Enough of your whining. Enough! Selfish, arrogant bastard of an artist. I wanted to be left in peace. Please, tell us what's happened to you. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Er hatte sich in sie verliebt, dann hat er sie verlassen, dann konnte er doch nicht von ihr, hat dieses Porträt gemalt und das hat sie dann getrappt, vermute ich. Please, tell us what happened to you. And how does that help me? Or is it just to help him? Why does everything always have to revolve around Oskar Fevras? Oh, my sweet Carrie. What did I do to you? Save your tears for the ethereal plane. The Carrie Oskar spoke of was kind and gentle. This isn't the real you. 15 kleine Fische. What are you saying?
You're trying to confuse me. It's so hard to think. I don't remember. Kerry, my sweet meat. I Sweet just need meat. to know that what you did, that it wasn't my fault. It's not so much meat. I would Why am I say. here? I shouldn't be here. I shouldn't be. The spirit's aura flickers, changes. She is confused, lost, dragged here unwillingly by a man who refused to let her leave. You owe Oskar nothing. He only brought you here to soothe his conscience. Das denke ich ehrlich gesagt. Ja, aber wir können ihn ja vielleicht von dieser Obsession heilen. No more harm will come to you by sharing your story, but it could help Oskar. Fine. If Oskar wants the truth, he can have it. We were a fling, nothing more. My decision had nothing to do with him. I did this because I was so fucking sad. All the time. Oskar finds it easier to imagine a world where women kill themselves over him than one where they have their own bloody problems. I'm sorry, Kerry. I had no idea. But I was truly not to blame. Ich denke schon. You weren't. So you and your poxy paintings stay away from me. We're done, Oskar. Over. Now let me rest in bloody peace. Ja. Schade, God, dass wir what nicht a mehr mess I've aufsteigen. made of it all. My sweet Ferelia. I've been a rotten fool, haven't I? And yet you never left my side. It will take more than a ghost to scare me away. Though I wish you'd come to me sooner. That's it? You're just going to forgive him? Weil ehrlich gesagt, das ist schon ein ganz schöner Arsch, der Typ. I'm no fool. I know Oskar loved another when we met. But when we made our vows, I meant them. Throughout my ordeal, I saw how tenderly you cared for me. Even at my worst, you never left my side. Truly, you were the one who saved me. I'm so sorry, my darling. Janeth deserved more than an apology for what you put her through. A debt I'll spend a lifetime repaying. Hoffen As for wir's. you, my noble friend, our account can be settled far more quickly. Come upstairs to my atelier. I promise you'll leave with something priceless. Immortality. Ja, lass mich raten. Er malt ein Porträt von mir. Hm? Reden wir nochmal mit ihr. So, first you save my husband, then you save our marriage. I can't tell you how grateful I am. You're most welcome. Anything to support the arts. Ich bin schließlich Bade. Yes, rather more exciting than a fundraising banquet, wasn't it? Needless to say, Oskar won't be having anything more to do with the supernatural. One possession is quite enough for any marriage. You must take up his offer. Go to his atelier, sit for him. Then perhaps you will understand what I see in him, flawed as he is. Na gut. Wenn du sagst. Also, up we go.
hero of the hour. Brushes are oiled, the canvas prepped, and you... Well, you're comfortable. That's the main thing. So, shall we begin? How long is it going to take? Oh, not long at all. I've rather a good memory for faces, and I've been sketching yours since my return. I just need to add the final touches to capture that unique twinkle in your eye. So, are you ready? Aber wenn ich mal berühmt bin als Bade, habe ich dann schon gleich das Porträt von mir, von einem berühmten Künstler, ready as I'll ever be. Wonderful. Stand yourself just there. And Hours later. And voila! All it needs now is a name. Something to capture the spirit in which it was created. Master of Modesty. Okay. Ich würde sagen, The Ghost Whisperer. Perhaps not the thing you'll be remembered for, but a fine quality, nonetheless. Adds a certain mystique, I think. Das sehe ich auch. Please, take it in for a moment. It's not every day one's face is preserved for posterity. Or for the posterior. Habe ich das jetzt bei mir? Steht das hier rum oder wie? Oder was? The Ghost Whisperer Item received. Okay. And where? Das ist das immer nicht. Oh, das ist ja ein tolles Porträt. Da hat er sich ja richtig Mühe gegeben. Oh, schau mal, wie detailliert ich da gegeben bin. Oh, and how fetching a face. Flawed, flawless, elegant, hideous. Hideous? What? Pained, pleasurable. It seems to fit all such descriptors. And many more besides. Und es ist richtig wertvoll. Okay. Ich denke, ich werde es mal in mein Camp senden. Torch of Revocation, ja. Bin hier schon wieder am Rande sozusagen. Die brauche ich übrigens nicht mehr. Das droppe ich jetzt einfach mal hier. So. Another quest solved. So, jetzt habe ich tatsächlich für die Artist, genau. Jetzt habe ich tatsächlich hier nicht mehr viel zu tun. Avenge the Iron Hands, save the Gondians, das ist praktisch das gleiche. Investigate the Suspicious Toys, nachdem ich den Typen gefunden habe und der nichts mehr damit zu tun hat. Filled with Explosives. Wahrscheinlich kann man jetzt hier noch irgendwo nach einem Händler von Explosives suchen. Cazador, das ist der Vampir. Und dann haben wir die Sachen hier. Personal Quest ist gut. Confront the Elder's Brain. Gortash, den Disable the Steel Watch. Das wird das sein, was ich wahrscheinlich als nächstes machen muss. Beziehungsweise ich glaube, ich schwäche ja die Kontrolle über das Elder Brain, indem ich immer mehr von diesen Netherstones greife. Also es ist wahrscheinlich besser, wenn ich die beiden bis zum Schluss lasse und vorher die anderen Sachen mache. So, Deal with the Devil, Free Orpheus und Help Kithrak Force sind praktisch eine Quest. Also Raphael, wir werden nicht mit ihm handeln natürlich, aber wir werden ihn natürlich quasi irgendwie mit ihm in Kontakt kommen, weil Free Orpheus heißt, wir müssen ihn bei genau
Portal to the Hells. Und genau in dem House of Hope, das Raphael gehört, müssen wir diesen Hammer klauen. Dann helfen wir Kithrak, indem wir Orpheus befreien. Hier Raphaels Haus. Das müssen wir noch machen. Und dann haben wir noch die Daughter of Darkness. Das erledigt sich dann von selbst, das auch. Und das. Tja, also. Wie gesagt, die würde ich mal lassen, Gortash und Orin. Eine nächste Möglichkeit wäre dann demzufolge, wo ist es? Ja, im Prinzip Save the Gondians. Also die Steelwatch, beziehungsweise es ist also gewissermaßen hier das, Disable the Steelwatch. Dann werden wir mal gucken. Genau. Ach, das ist gar nicht weit, schau mal. Dann untersuchen wir mal hier die Gegend, da kommen wir dann sowieso da vorbei. Vorher werden wir aber wahrscheinlich noch mal pennen müssen, denn wir sind jetzt schon eine ganze Weile, hatten wir keine Long Rest mehr. Wir haben keine, na gut, wir haben hier glaube ich... Haben wir auch nicht mehr. Also es gibt ja noch so eine Short Rest, die man kriegen kann über den Warden. Ist zwar der Hintereingang, aber was soll's. So, genau. Healer Silbert. Bertha Croak. Autosave? Wieso Autosave? Na gut. Kommen wir von hier. So, und das hier ist, glaube ich... Das könnte hier diese Foundry sein, ne? Hier ist auch ein Anvil, ein Amboss zu sehen. Also ich habe hier schon noch ein paar Spell-Slots. This man has tried to divide us und so weiter. Ist das? Antinia the Goon? Either watch or leave. Dart Dirtwood. Isn't that our old friend? Bolo. The man behind the corruption. Witness the feeble, putrid form of our deceiver. Witness. It's not a lie! If you would just listen, I could explain! You have done quite enough explaining, Volothamp Gadam. You have poisoned the very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are. Fearmonger. Was erinnert mich an Grima Wormtongue? Attention seeker. Agent of chaos. Your parasite stirs in recognition.
This man is infected. What the hells follow? Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth. Psst. Don't just stand there. Help me, goddammit! Help me! I really think we ought to step in here. Whatever his crime, his punishment is surely an overcorrection. Ja, also der Typ sieht aus wie ein Ballist, ne? Also ein Ballanhänger mit seinen Tattoos, die haben solche eigentlich. Das wäre dann schon auch gleich eine Anklage, ne? You, on the other hand. Volo has done no harm. You, on the other hand, serve the absolute. What's this? Another heretic in our midst? Another mind clouded by the disruptor's lies? Another soul to cleanse? Well, Okay. we are nothing if not gracious. Let us see if we cannot lift the veil from their eyes too. Initiative. What? No! Please! No! Hab ich keine Chance, den aufzuhalten? Okay. Das ist dieser Typ. Hier ist sonst keiner. Was wir hier mal machen können, ist tatsächlich, ist das Tim Harden, das bin ich, okay. Wir könnten hier mal ein Ice Arrow hin tun. Okay. Gehe ich mal dahin, damit er nicht auf die Idee kommt, auf Volo zuzurennen. Ach, okay, Mist. Okay, dann. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Aua, dann brennt man auch. Aber gut, so ist das. Charmed. Am I Charling? Der kann das auch. Aber egal. Was war das? Okay. Schön. Sehr schön. Also der hat schon was abgekriegt und der noch nicht so direkt. Was klappert denn hier alles? Sind das diese Steelwatch-Typen, hm? Egal. Okay.
Ehrlich gesagt, ich muss sowieso rasten. Warum nicht einfach mal so ein bisschen Fireball raushauen? Ich hoffe nur, das hat nichts verbrannt, was... Genau, weil der sitzt nämlich hier bei Smoke Powder Barrels. Da muss man mit Feuer ein bisschen vorsichtig sein. So, der hat einiges abgekriegt, der hier natürlich nicht. So. Okay. Die müsste ich klein kriegen können. Scheibenhonig. Lacerator und Gale, kein Thema. Ah ja, der hat so einen Hammer, der auch bei einem Miss noch Schaden macht. Okay. Na gut. So, dann schauen wir mal, was du so abkannst. Ach, Scheibenhonig. Das wollte ich natürlich gar nicht. Ich wollte den natürlich nicht ausnocken. So. Tot. Tja, Karlach in Aktion, sage ich mal. Critical Hit. You motherfucker. Da können wir ja eigentlich mal was richtig raushauen, wie gesagt, ne? Wir müssen sowieso. Der hat auch noch gesaved, der Sack. Na gut. Ah! Okay, das habe ich jetzt übersehen, dass der noch da steht. So. Der hat eigentlich auch nicht mehr viel zu erwarten vom Leben. Okay. Hat sie nicht beeindruckt. Leider. Okay. Jo. Ach, 60 Schaden. Not bad. Hörst du auf? Jetzt schubst er auch noch. Wollen wir mal schauen, wer hier mehr schubsen kann. Ne? Oh. Habe ich das angeschaltet? Er hat jetzt 2 Angriffe gemacht. Na gut. Anyway. So. Was? Kann das sein, dass man nur eine bestimmte Zeit hatte? Da habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet. Verdammt. Volo ist tot. Oder wie?
fürchte, ich hätte das... Ich habe nicht drauf geachtet. Ich fürchte, ich hätte es in einer bestimmten Zeit schaffen müssen. Okay. Gut, dann hätte ich natürlich mehr Mühe geben müssen. Ja, schade um Volo, aber so ist das. Well, well, well. Naja. Und wir haben jetzt aber auch alle nichts Gescheites dabei. Ein Tadpole. Immerhin. Foundry, genau. Entry prohibited. Nothing und das ist der arme Volo. Volos Ersatzei. Ersatzei. Ich fasse es nicht. While the Ersatzei is embedded in your eye socket, you can see through the tiny orb as though it were a normal eye. Can't be removed once inserted. A hollow bit of white glass carefully painted to resemble a realistic eye. Its tarnished brass fitting hum with a tinge of magic. Nehme ich mit. Master Volo, I have been a great fan of your work for many years, most notably your theories on the bald spot at Slayer form. In fact, I have recently unearthed some information that I believe you will find most fascinating. Let us meet at the docks and confer, one scholar to another. Trust me, you do not want to miss this. Das heißt, er ist hier hingelockt worden. Naja gut, er war natürlich schon auch jemand, mit dem man bei uns im Lager handeln konnte, ne? Aber gut, ich kann es jetzt nicht mehr ändern, weil, um es immer mal wieder zu sagen, ich reloade ja nicht einfach so. Wenn was schiefgegangen ist, ist es schiefgegangen. Okay, nachdem die letzte Folge ja auch so lang war, werde ich hier haben wir einen Waypoint, werde ich jetzt mal ins Lager gehen und tatsächlich schlafen, denke ich. Der arme Volo. So, will jetzt irgendjemand mit mir sprechen, aber ich kann ja einfach mal selber mit jemandem sprechen, haben wir doch einiges gemacht. Vielleicht hat ja mal jemand was zu sagen. Fangen wir erstmal mit Gale an. Astarion mag mich ja nicht. What's on your mind? Why does Elminster have such faith in you? I've often asked myself the same question. I've never really found a satisfactory answer. You clearly see something in me that I can't. The wisdom and intelligence required to overcome almost insurmountable odds, perhaps? Or the stupidity required to attempt it. I take it as a compliment either way. You don't get to be 13 centuries old without becoming a sound judge of character. And cheese, apparently. Ja, das ist witzig. Elminster ist, glaube ich, echt ein Fan von Käse und wer The Dungeon, the Lost Amulet of Naholberg oder so kennt, Naholberg Dungeon, das Spiel, da kommt ein Wizard vor, der sehr an Elminster erinnert. Er heißt, glaube ich, sogar so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwas mit Minster. Und der ist auch so ein Cheese Wizard. Sehr witzig. Also der mag auch Cheese. Das ist also ein Reminder auf Elminster. Do regret, bla bla bla. Nee. Astarion hat wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Gale's hedging his bets with Mystra. I can't say I blame him. Who'd want to hold a power like the crown of Karsus in their hands just to hand it to someone else? I know what my decision would be, but we're all different, of course.
Ehrlich gesagt, warum alle Welt auf Astarion steht, ist mir sowas von schleierhaft. Also vor allen Dingen Frauen stehen auf Astarion. Haben die echt keinen besseren Männergeschmack? Der einzige wirklich böse Charakter und ein Schleimer und eigentlich auch Feigling vor dem Herrn. Und ausgerechnet auf sowas stehen die. Lässt nicht hoffen. Na, my Mystra darling. has forsaken Gale entirely. A crushing blow. But he is strong enough to persevere, I think. I wanted to talk about our Of relationship. course. May I have a kiss? Well, don't stand on ceremony. Come here. Ihr müssen wir natürlich auch noch helfen, ne? This crown seems too powerful and dangerous an object for mere mortals to possess. Too dangerous even for Mystra. But I would sooner trust it with a god than with Gale. Und Misora, Ready and waiting. Tammy. Vielleicht kriegen wir noch was raus. You've left Karlach alone. Didn't you want her dead? What changed? You are an inquisitive one. Yes, I am. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Ja, von wegen, if you want to stay here, I want something in return. Ich werde keinen Handel mit einer Teufelin anfangen. The devil's stench lingers, but Will is yet a champion of the people. I had hoped he'd join me on the council, but he is his own man. I couldn't be prouder. Balderon is still with us. He is the mind flayer that protects our minds from the absolute. Gods, can it be? Habe ich noch nicht mit dem geredet? The man who raised the city's walls became an Alithid. You both know you owe your lives to me. I am not fallen. I am risen. We must make this a secret we carry beyond the grave. No name is more sacred to the city than Balderan's. Not even mine. When people think his name or see his likeness, they must imagine a hero, not a horror. How misguided you are. Gefällt ihm nicht. Also ich bin auch kein Fan von dem Emperor, muss ich mal sagen. So. Schau da. Dame Aelin ist auch immer noch da. Mit der muss ich noch mal reden. Vielleicht hat die noch was zu Leroy Ally zu sagen. mine, we are reunited once more. I was just regaling sweet Isabel with tales of our prowess. Very impressive. Thank you for helping Aelin. That wizard sounded absolutely dastardly. I hope you can rest easy now. Na, eigentlich hoffe ich das nicht. Sie soll mir noch helfen. Hopefully he'll be the last. There are always more bastards behind bastards. Ja, das stimmt. But we will run through them all, each by each. Enjoy the spoils of your victory. Spin memories of Leroican's death in your mind like silk floss. Die ist schon ein bisschen My darling, blutrünstig, ne? we must inform our friend of our news. Indeed. I've scouted a Selûnite enclave outside the city. They faced the Absolute's armies and come out battered and bruised. Aelin and I will go to them, provide what help we can.
But fear not. When the time comes for you to face the foe of foes, Isabel and I will stand by your side. We wouldn't miss it. Not for anything. Go well, friend. We will see you soon. And with our great powers combined, this city will be saved. Na nun, jetzt gehen sie weg. Aber gut, Hauptsache sie sind dann wieder da, wenn ich sie brauche als Allies. Was haben wir da noch? Karlach. Reden wir doch mal mit Karlach. Hey, soldier. Nee. Gut, dann pennen wir mal. 109. Okay. Oh! Ist das neu? Der hat erst Mist selektiert und dann stimmt's. Das ist cool. Weil meistens hat das nämlich nicht hingehauen. Journal updated. Gather your allies. Das ist wahrscheinlich, weil Roland is grateful, Isabel is grateful, dem Eightful is grateful, dem Alien meine ich. So. Also, das nächste, was wir tun werden, ist das da. Oder genauer gesagt, das da. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Dann geht's zu Steelwatch. Damit ich es das nächste Mal nicht vergesse, werde ich hier aber schon mal ein Mage Armor casten. So, also, bis dann.